Ganz gefragt, die Familiengrundrisse der Da Vinci als Family Container für ganz, ganz viele Kinder, Familien und Erwachsene, die da sind. Sabrina Villwenger, grüß dich. Hallo Sven, guten Morgen, ich grüße euch. Ja, der Da Vinci. Ich glaube, in dem Grundriss kennen ihn viele nicht, aber es ist ein ganz, ganz toller Grundriss. Klär mich auf. Ja, das ist unser Da Vinci 700 KD. Das KD der Family mit Kinderzimmer hinten im Heck. Es gibt den Grundriss schon länger. Den Grundriss gibt es länger und das letzte Jahr wurde der Da Vinci neu vom Holzdesign überarbeitet. DV 700 KD, langes Ding, 9 Meter, ich glaube 30 ungefähr über die Deichsel. Wir hatten geschaut, genau. Wir haben 9,48 Meter über die Deichsel und 7,44 Meter die Nutzlänge. Ja, spannend. Aufbaulänge auch knapp 7 Meter oder etwas über 7 Meter. Da kann man natürlich einiges mit realisieren. Und nochmal das Thema, viele sagen ja, der Wohnwagen ist tot. Da könnt ihr nur leise lachen, ja, denn ihr verkauft mehr Wohnwagen denn je. Und auch die Großen laufen gut, oder? Jawohl, ganz genau. Das ist so, weil viele ja sagen, ja, es werden ja nur noch Wohnmobile gebaut. Der Wohnwagen hat ja riesen Vorteile, gerade dann, wenn man fest auf einem Platz steht. Viele verwenden das ja so als, wie nennt man das, Wochenendhäuschen? Zum Beispiel Wochenendhäuschen oder halt auch wirklich dann, dass sie flexibel sind. Du stellst das Ding wohin, bist mit deinem Auto immer noch flexibel, gerade wenn du die Kinder dabei hast und kannst mal woanders hinfahren, musst nicht alles zusammenpacken, anhängen. Ja, auch gebraucht erzielen ja, ich sag mal, Tabatz durchaus Höchstpreise, je nach Modell. Den hier findet man gebraucht so gut wie gar nicht. Also der ist immer weg. Denn der Grundriss, selbst wenn die Kinder weg sind, ist er noch sehr, sehr funktionell. Genau, es gibt auch Personen, die gehen hin und machen sich dann hinten irgendwas anderes rein, eine große Ankleide oder was auch immer. Wir machen auch Sonderbau. Ja, also dann kommt das Kinderzimmer einfach raus. So, können wir gleich mal zeigen. Große Aufbautür. Ist die Serie jetzt bei dem? Die große Aufbautür hier, das ist einmal dementsprechend die mit Scheibe, die kannst du zwar nicht öffnen, aber kannst halt die verdunkeln. Ja. Siehst du, die Taschen sind schon weg, wie wir die Woche gesagt haben. Geklaut, ja. Oder das hat sie jemand abgenommen, sagen wir es mal so. Der Preis hier 54.291 €. Gut, der ist jetzt ziemlich volle Hütte, aber es geht los bei 35 Kilo, 35.550. Das ist schon für einen Wohnwagen schon ein ordentlicher Preis, aber der hält auch lange. Der hält auch lange, genau. Sowas schaffst du dir ja nicht an für heute und morgen, sondern für auf eine gewisse Dauer auf jeden Fall. Und wenn du ordentlich mit umgehst, prima. Ich muss noch gerade mal gucken, ihr habt jetzt hier so neue digitale Boards. Die anderen, die haben mir besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Wenn du den mal gerade ein bisschen zu mir hinkippst. Ja, kipp mal weiter, kipp. Weiter, super. So, jetzt mache ich mal meine Lampe aus. Dann kann ich das Ganze nämlich mal abfilmen. Das ist der Grundriss, das sehen wir gleich mal. Also es gibt ein Kinderzimmer hinten. Stockbetten oder was sind drin? Ups. Ja, Stockbetten. Kannst du bis zu 3. Ja. Und Technikdaten 9,48 Meter, 7,44 Meter Innenlänge. Ich bin immer noch nicht so viel mit den Dingern. Ich wollte dir mal Tag und Nacht an sich noch anzeigen, damit man dann auch sieht, dass hier vorne das umgebaut werden kann. Die Rundsitzgruppe als Bett. So ist das. Komm, wir gehen mal rein. Ja, schauen uns das Ganze mal an. Glattblech außen, aber auf Wunsch auch Riffelblech geht, ist möglich. Auf Wunsch Riffelblech, ist nicht auf Wunsch, sondern der wird serienmäßig eigentlich mit Hammerschlagblech, sprich Stein-Riffelblech ausgeliefert. Option halt Glattblech. Hammerschlagblech. So. Helle Holzfarben. Ist das die hellste jetzt? Nein, das ist nicht die hellste. Aber schon heller als die anderen. Das Design jetzt kantig, das erinnert mich so an Volkswagen, so ein bisschen ganz neues Design im Kantenlook. Und natürlich passend für eine große Familie hast du hier eine Mikrowelle mit drin, die du ja... Als Serie mit nicht in Serie, die haben sie hier mit ausgestellt, weil es eine Option ist. Genau. Ich habe die gleiche. Ich habe die bloß in schwarz. Mhm. Die ist richtig klasse. Smart Inverter, das heißt, die hat auch, die geht nicht jedes Mal an und aus, sondern die hat einen ganz durchgehenden Stromverbrauch, was sehr praktisch ist beim Wohnwagen. Also wo du jedes Mal so eine Spitze hast von 2 kW, an, aus. Nee, die funktioniert ein bisschen anders und das ist richtig teuer. Ist gar nicht teuer, aber ist richtig klasse. Ja, hier spricht der Anwender. Ich hab sie, also die ist richtig toll und die hat einen Grill mit drin. Also das ist eigentlich auch ganz toll. Ja, wir machen mal eins, hinterlüftete Stauschränke. Design hier ganz anderes Design wie in den Puccinis, die wir eben gefilmt haben. Ich mach mal Licht an. Da sind wir.
Dann auch die Polster hier in Grau. Das, ja. So ein Blau, fast ein bisschen Jeansfarbe. Das sind Schränke, ey. Ich bin ja aus dem Wohnmobilbereich, da bist du es gar nicht gewohnt, weil du eben die Aufbaubreite nicht hast. Ja? Das ist, da sind die Schränke halt viel schmaler. Und hier sind sie auch ein bisschen schmaler, weil hier das Bett drüber ist. Ja, du hast hier eine Funktion, jetzt so wie wir zwei hier laufen, siehst du ja? Ja. Kannst du das Bett Verbreitern. einmal hier verbreitern. Dann kommt das hier raus. Upp. Wenn mal so ein bisschen schief steht, ist natürlich nicht so gut. Jetzt lachen die Leute wieder, gell? Nee, auch gar nicht. Du. Was soll ich denn lachen? Der Vorteil, ich muss ja nicht machen. Siehst du, du kannst aber trotzdem noch hier vorbei. Kannst vorbei. Also das würde noch gehen. Da hinten liegt übrigens das Ausgleichspolster, damit kannst du das Brett noch mal verbreitern. Das Bett, jawohl, kannst du verbreitern hier. Ich muss das mal, Sabrina, wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal gerade in die Tür stellst. Ich versuche das mal, nee, hier in die Tür, hier, In die Tür? die Eingangstür. Das erkläre ich dir gleich warum, weil du musst diesen Grundriss ein bisschen erklären. Der hat einmal, ich drehe mich mal rum, das ist so das Wohn- und Esszimmer für alle. Ja. So, und dann, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man das mal sieht. Also Wohn- und Esszimmer für alle, das habt ihr verstanden. Auch umbaubar. Umbaubar. Bett. Bett geht. Also hier ist die Küche, das ist dann das Elternbett. Dann gehen wir durch, haben dann das Bad, Mittenbad. Ja. Und jetzt kommt das, was hier das Besondere ist, was du eben gesagt hast, das Kinderzimmer. Korrekt, ja. So, und das hat eine eigene Sitzgruppe. Das hat eine Sitzgruppe, jawohl. Und die Sitzgruppe befindet sich in dem Moment jetzt von dir aus ja halt links und die Etagenbetten rechts, die hast du ja schon gefunden. Boah, ist das ein toller Grundriss, ehrlich. Bettlänge von denen? Die Bettlängen für die Etagenbetten von den Kindern ist ja auch immer ganz wichtig. Die haben hier 70 mal 1,81 Meter. Gut, das wäre bei mir jetzt ein bisschen eng, aber würde gehen. Wo sind wir hier ohne? Bettmaße Etage, Entschuldigung, siehst du, das ist das immer, wenn man dann halt gleich verhaftet wird. Das eine ist oben, weil es ein bisschen in die Rundung geht hier. Beide Breite 77, das eine 1,83 und das andere 1,89. Okay, das heißt, das untere, gucke ich mal gerade, ja, das untere ist ein bisschen länger, das heißt, da kann dann auch ein Erwachsener schlafen. Das geht definitiv. Und das obere ist dann für etwas kleinere Kinder. Das ist dem geschuldet, dass hier ja das Heck ist vom Wagen und das geht ja oben, wird das ein bisschen schmaler. Dann die Kinder haben auch einen eigenen Kleiderschrank oder einen Schrank. Könnte man auch eine Stange reinmachen, Sabrina? Da könntest du noch eine Stange nachrüsten, ja. So, dann ein paar Oberschränke. Aber es ist schon klasse, dass die so ein eigenes Zimmer haben. Das heißt, die können hier spielen, wenn es mal regnet. Oder du kannst sie dann auch mal beschäftigen. Die haben einen eigenen Fernseher. Guck, jetzt hast du ein Bad. Jetzt hat ein Bad. Warte, ich film mal rein. Bleib mal da. Ach, die Toilette ist hinter der Dusche. Jawohl. Eine Mittendusche mit 2 Abtrennungen. Das ist ja auch klasse. Da hast du viel mehr Platz im Klo. Vor allen Dingen Beinfreiheit. Beinfreiheit. Ja, komm ruhig rein. Das ist die Tür vom Bad. Hast Ja. du gesehen? Das ist die Trenntür. Jetzt. Boah, wenn wir irgendwann mal in 30 Jahren ja keinen Platz mehr haben auf der Erde, dann haben alle Wohnungen so eine Tür. Ja, ist ja heute schon so. Einfamilienhäuser darf man ja nicht mehr bauen. Das ist jetzt heute in manchen Gemeinden. Und dann wird alles ein bisschen kleiner. Da ist das so wie in Japan. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Dass du nur noch so ein Ei hast, wo du wenigstens drin schlafen Wabe. kannst. Ja, genau, habe ich mal gesehen, so einen Bericht. Aber es ist ja so, wir haben hier 2,50 Meter Breite, machen wir uns nichts vor, ansonsten dürfen wir hier nicht auf der Straße fahren. Und das ist gut gelöst für die Breite. So, ach, du bietest mir an. Warte mal, da muss ich mal dahin. Muss das mal filmen. Ich bin mal so frisch. Warte, ich zeig mal gerade. Also das ist nochmal das Badezimmer von der Seite. Man kommt von beiden Seiten ran. Ist auch natürlich gut, die Kinder, wenn die schlafen. Zeig mal bitte ganz kurz den Vorhang. Den haben wir eben noch unterschlagen. Denn, was heißt ein Vorhang? Da ist so eine Trennwand, eine leichte Trennwand. Die ist aber wichtig, dass die Kinder, wenn sie schlafen, dann beim Das ist halt auch Pipi machen. gewischt halt. So, dann ist hier zu und dann kann man hier reingehen. Und man sollte aber erst reingehen. Oder wie kriege ich die Tür denn so richtig zu? Wenn du mal gerade zu mir kommst und die Trennwand mal zumachst, Sabrina. Nee, du kommst mal rein, machst mal die Trennwand zu, bitte.
Zu dir? Martin, mach mal zu. So. So, und geh jetzt mal aufs Klo, die Kinder schlafen. Ja. Machst du so? Okay, alles klar. Nee, das war die Frage. Okay. Ja, die Leute direkt dann schreiben, ist aber ganz schön eng. Also das wäre dann nochmal aufzumachen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, sind viele und wir auch auf der Messe schon gewesen, dass wir gesagt haben, es wäre besser, wenn die Tür links angeschaut ist. Nach da geht. Ah. Ja, dann ist es umgekehrt. Dann wäre hier zu und du bist abends ja meistens als Elternteil der Letzte. Ich weiß, dass der Werkleiter gerne meine Videos guckt, ja. Und, aber nichtsdestotrotz, man kann es ja kurz aufmachen. Also die werden ja nicht sofort aufwachen dann, die Kinder. Ja, wenn, ich denke, du machst das auch nicht unbedingt dann zu. ja, so ist es. So, dann hast du hier nochmal ein Sideboard. Viel Platz oben drüber. Das ist so eine wohnliche Atmosphäre, die du natürlich hast, wo du hier dann nochmal ein Tablet oder sowas hinstellen könntest. Dann hier großer Kleiderschrank für auch Jacken und so, oder? Ja. Guck mal. Ja, die Größe kenne ich noch von meinem alten Puccini. Das ist natürlich ein Riesenvorteil bei einem Wohnwagen. Der hat jetzt noch eine Therme, gell? Eine Truma-Therme zusätzlich, oder? Ach, der hat eine diskrete Heizung und die Therme getrennt. Ja, der fürs Warmwasser halt 14 Liter. 14 Liter, das ist für die Family natürlich wichtig. Ich glaube, die Truma, die Kombi 6 hat, glaube ich, nur 8 Liter. Da kommst du bei einer Familie nicht weit. Citywasseranschluss? Verschiedene Strukturen können wir dann umsetzen. Halt Optionen nennt man das ja, wie du jetzt auch Citywasseranschluss ansprichst und immer Modell und Grundriss abhängig. So, und hier die Küche, ganz ehrlich, das wäre genau meine Größe. Weil ich hasse große Küchen. Die nehmen nämlich unglaublich viel Platz weg und das ist dann immer zu Lasten des Wohnraums. Aber jeder, der will. So, und das ist die Arbeitsplattenverlängerung. Die ist da, der Wasserfilter ist mit drin. Blue Water. Ja, haben wir umgestellt. Ultrafiltrationsmembran hält bis zu 99,999% der Bakterien und Partikel zurück. Siehst du, man kann es doch inhalieren, das Wasser, was da rauskommt. Sie schüttelt den Kopf, aber steht drauf. Ich habe es nur abgelesen, Sabrina. Das ist ja Technik. Muss immer jeder für sich selbst. Muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist auch Filter wechseln. Also viele kaufen das dann und lassen den Filter in 10 Jahre drin. Genau. Gibt es eine Anleitung? Ja, ganz praktisch. Klimaanlage, gibt es jetzt eine Aktion gerade? Oh ja, für die Messe gibt es momentan die Truma Klimaanlage für 990 und die Dometic Klimaanlage für 890 €. So, dann wären wir dann hier beim Raum. Mach mal bitte die Trenntür vom Elternzimmer mal zu. Also das wäre die erste Möglichkeit. Oh, guck mal, da hat sich schon eine. Siehst du, das auf der Messe werden die Sachen hart beansprucht. Das ist immer ganz schade, ja. So, einmal das. So geht ja kein Eigener damit um. Wobei, ich habe auch schon mal Sachen zerstört. Es kommt ja mal vor, dann kann man doch Bescheid sagen. Ja. So, jetzt ist so. Und dann, ja, und dann hier unten wird er ja halt auch noch. Da unten befestigt und dann habe ich so meine, wie in der First Class im Flugzeug, so eine Abteilung, dass die Leute wissen, da will einer jetzt nicht gestört werden. Der andere, der könnte dann mit dem Kopfhörer zum Beispiel noch Fernsehen gucken. Das geht dann. Kein Flugzeug, ich mache Camping. Du fliegst kein Flugzeug. Ja, meine Tochter ist in Amerika. Da muss ich dann. Da kannst du nicht gerade mit dem Wohnwagen hin. Nee. So, dann der Dometic. Der steht im Auto natürlich extremst gut. Der ist ein bisschen hochgebaut, dass du auch wirklich gut rankommst. Und dass man den jetzt von beiden Seiten öffnen kann, das ist ja jetzt natürlich ein Traum. Da kannst du dann die kalte Cola nachts um 3 Uhr dann, damit du auch gar nicht mehr schlafen kannst, dann Koffein kannst du rausholen. So, gut. Fernseher mit dabei. Ja, toller Grundriss. Übrigens für alle, die sagen, ja, über Deichsel 10 Meter Länge, das ist gar nicht so schwer, ein bisschen Übung. Da gilt natürlich auch für euch in der Beratung Zugfahrzeug, das geht nicht mehr mit jedem Fahrzeug. Das ist korrekt. Man sollte sich dessen bewusst sein, bevor man einen Wohnwagen kaufen geht, dass man schon mal schaut unter 01 und 02 im Kfz-Schein, was man überhaupt anhängen darf und ob man auch den Führerschein dafür hat. Und ob das Gesamtzuggewicht, da war nicht immer wirklich davor, nicht nur Anhängelast gucken, sondern auch das Gesamtzuggewicht ein ganz wesentlicher Faktor. Denn ich bin tatsächlich mal mit einem Fahrzeug gefahren, der hatte zwar 2 Tonnen Anhängelast, aber der hatte nur ein Gesamtzuggewicht von 4.700 Kilo und wog aber schon 2.700. Das heißt, die 2 Tonnen packt er gar nicht.
So ist das. Denn es war ein Wohnmobil vorne drin, der war halt ausgebaut und war halt entsprechend schwer. Ah, okay. So, komm, wir gehen mal raus, da ist er. Dann zeigen wir noch ein, zwei kleine Dinge, die wir in den letzten Videos immer so ein bisschen unterschlagen haben. Denn viele Neuigkeiten, ATC ist hier eine Option. ATC, jetzt lass mich mal schnell schauen. Deswegen, ich sage immer Modell- und Grundriss abhängig. Und da ich jetzt ja schon 5 Tage auf dem Buckel habe, bevor ich hier verhaftet werde, schauen wir mal gerade in die nette Preisliste. Deswegen habe ich die als ATC, kostet dich hier 891 und das Safety Compact 66. Was ist Safety Compact? Das ist ein Zubehörteil da dazu. Jetzt technisch, ja. Würdest du empfehlen? Eine Unterstützung. Beim Tandemachser nicht unbedingt, sag ich. Also ich hatte ja einen ohne, ich hatte nie Probleme, muss ich sagen. Wichtig ist Luftdruck achten, Beladung achten, das ist noch fast noch wichtiger. Und was ich gemerkt habe, das Zugfahrzeug ist so entscheidend. Ja, Wenn richtig. du da einen Boxer hast oder so, dann merkst du es gar nicht. Und wenn du aber dann mit so einem SUV oder sowas kommst, der vielleicht nicht gut tariert ist, dann fängt er an zu schlingern. Das kann schnell passieren. Also es ist wirklich aufzupassen. Das ist nicht einfach mal nur anhängen und ich knall da alles rein. Ich sehe so viel auf den Campingplätzen, wie die Dinger überladen sind, was da alles bei rauskommt. Also man nicht nur Wohnwagen fahren, sondern sich auch damit mit dem Wohnwagen-Hobby beschäftigen, weil das kann teuer und böse enden. Mach mal bitte auf. Was ist denn die maximale Tonnage, die man hier so kriegt bei dem hier? Ist das auch 2,7? Zack. Und der hat eine Möglichkeit, auch ALDE, habe ich jetzt gerade noch mal gesehen gehabt, da haben wir eben gar nicht mehr groß drüber gesprochen. Also das höchste sind 2,76 Tonnen, hast du komplett recht. 2,76 Tonnen. So, da ist er. Ja, Familiengrundriss, wir werden gleich noch einen zweiten zeigen. Und dann bin ich zumindest mal für heute schon mal wieder weg und du bist auf deine Kunden wieder losgelassen, denn es geht los. Hast du schon erste Termine jetzt um 10? Wir haben Termine, jawohl. So, also der DV DaVinci 700 KD für Kinder und erwachsene Kinder. Und nee, KD steht für Kinder. Kinderzimmer. Kinderzimmer. Kinder. Okay. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Du sagst, warum, weil ich habe ja gefragt, ja, warum muss man denn, wenn so ein Auto so toll gebaut ist, jedes Jahr zum Händler fahren? Du sagst, da ist eine Holzständerwand drin, die kann arbeiten. So, da kann immer mal was passieren. Habt ihr das oft, dass es mal eine Undichtigkeit gibt überhaupt? Weniger, wie gesagt. Also die Sicherheit ist halt einfach damit gegeben, dass man jedes Jahr das halt auch macht. Weil ich sage immer, kein Kilometerzähler, keiner kann nachweisen, hat er nur gestanden, ist er gefahren, wie ist er bewegt worden im Straßenverkehr. Sag mal, wenn arbeitet das Holz. Wenn der jetzt feststeht irgendwo, Ja. Ich baue den ja jetzt jedes Mal nicht ab und mache dann noch mein Haus davor noch weg, das Vorzelt weg und so weiter. Da hat er Pech gehabt, dann ist die Garantie weg. Ja, oder er hat einen guten Händler, der zu ihm rauskommt und es dort vor Ort macht. Gibt's das? Macht ihr das? Nein. Okay, wird dann toll. Ja, das GFK-Dach ist Serie? Nee, ist auch extra, oder? Hier in dem Fall. Das GFK-Dach ist hier beim DaVinci. Ja, jetzt hast du mich wieder erwischt, genau. Sie gucken mal gerade nach. Wieder erwischt. So, aber was in Serie ist, ist das GPS-Ortungssystem. Also wenn er mal gestohlen wird, ist verbaut. Das heißt, kann aktiviert werden und dann kann man sehen, wo das Fahrzeug sich befindet. Kostet? Das ist der Vivaldi. Moment, Ja. GFK-Dach. DaVinci. Quanta Costa. So, GFK-Dach mit der reduzierter Hagelschlag. Findigkeit. DaVinci. Serie. Gott. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind zusammen mit Sabrina Fewinger. Du bist von AMC Schmidt, einer der schönsten, besten und tollsten Doppelachser-Händler der Welt. Es ist ja so, da gibt es eine spezielle Kundschaft für. Das sind ja jetzt die Fahrzeuge für den deutschen Markt. Ihr habt auch viele Fahrzeuge für den französischen Markt, nenne ich jetzt mal so. Denn da habt ihr viele Leute, die dauerhaft darin leben. Richtig, korrekt. 365 Tage im Jahr. Die bevorzugen gerne 2 Marken, unter anderem eine davon ist Tabat. Korrekt. Ja, da steht er. Vielen Dank fürs Einschalten. AMC Schmidt ist in Idar-Oberstein und es lohnt sich der weiteste Weg. Ihr fahrt jeden Tag ins Werk. Jeder Werktag ist, glaube ich, eine Fahrt und rote Wohnwagen ab. Ja. Ja. Danke. Tschüss, Sabrina. Ciao, Sven.